Was ich halt auch richtig geil finde, es ist auch so richtig schönes, weiches Wrap-Brot. 3 Stück, das ist der sogenannte Taco-Mix, den es jetzt hier gibt. Ich bin der Softe, sage ich ganz ehrlich, ich bin der Softe. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M, unserem Zweitkanal genauer gesagt, Big M TV. Heute reisen wir durch Deutschland und besuchen dabei gleichzeitig 3 Taco-Foodspots. Wir haben einmal eine Neueröffnung, die wir jetzt hier feiern, bei Taco Brothers in Münster. Original French Tacos, das heißt, wir werden natürlich French Tacos haben, wir werden die klassischen mexikanischen Tacos haben im Street Food Style und ein altbewährter Laden, der Tacos schon seit Jahren vertreibt. Ich glaube, das wird ein geiles Battle, ein geiler Vergleich. Wir schauen natürlich uns an, was die Unterschiede sind, aber vor allem, was geschmacklich überzeugen kann. Und deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Wir freuen uns auf das Video und schauen, was zu Beginn Taco Brothers in Münster so zu bieten hat. Damit starten wir unsere Reise bei Taco Brothers. Das Ganze hat erst am 27.12. vor ein paar Wochen in Münster neu eröffnet. Die zweite Filiale, nachdem letztes Jahr in Bielefeld neu eröffnet wurde. Zum Angebot kommen wir. Hier konzentriert man sich Tacos neben Mac and Cheese aber natürlich heute Tacos in unserem Fokus. Wir haben uns einmal für Halloumi Cheese Tacos für alle Vegetarier entschieden, aber wir kommen auch zum Crispy Chicken, der Dauerbrenner dort, und Beef und Chicken Taco. Somit testen wir hier also im Home of Taco, wie es heißt, 3 verschiedene Tacos. Wir kommen zur Zubereitung. Ihr seht hier einmal das schöne Wrap-Brot, bevor hier Crispy Chicken einmal zubereitet wird. Das Ganze wird dann einfach draufgelegt, genauso wie hier das Chicken und Beef. Eisbergsalat, Tomaten dürfen bei Halloumi nicht fehlen. 3 verschiedene Soßen, einmal für den Geschmack kommen dazu Pommes, und dann kommen wir natürlich, wie das Ganze mit Käse noch zerlaufen soll, bevor das Ganze gefalten wird, in den Kontaktgrill kommt und dann natürlich schön richtig fertig zerlaufen aussieht. Dazu dürfen Soßen nicht fehlen. Viel Spaß mit den letzten Eindrücken und dem Tasting. So Leute, damit ist es soweit. Ihr seht, wir haben jetzt bei Taco Brothers Platz genommen. Wir haben 3 verschiedene French Tacos. Es ist einfach natürlich der Unterschied zwischen den klassischen mexikanischen Tacos. Sie ähneln dann doch schon eher diesem Burrito-Style, wie man es halt kennt. Ne? Wie gesagt, das Ganze kommt ja Frankreich, French Toast. Ne? Sollte jedem klar sein, ansonsten wisst ihr das jetzt. Das Ganze sieht dann natürlich so aus, wenn wir später zu den, ich sag mal, mexikanischen Tacos kommen, werden wir definitiv den Unterschied sehen. Wir haben jetzt einmal einen Crispy Chicken, wir haben einen Beef Chicken, das heißt Beef und Chicken gemischt, und einen sogenannten Halloumi Cheese. Halloumi wurde dann quasi frittiert, ist so eine Art Grill-Frittierkäse, der dann nochmal in die Fritteuse kommt, und dann ist das Ganze, ich sag mal, mit Soßen. Ne? Ihr könnt auch nochmal sehen, Pommes ist da mit dabei, wie gesagt, Soße. Bei dem Halloumi mit Cheese haben wir sogar dann noch ein bisschen mit Tomaten und Eisbergsalat. Wie gesagt, Soße dazu, Käse dazu. Und das dürfte eigentlich genau was auf unserem Kanal sein. Also, starten wir mit Nummer 1. Es dürfte jetzt Chicken in dem Fall sein. Probieren, beißen das erstmal rein. Ja, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, es ist ja, ich sag mal, so auch mit den Pommes und so dazu und dann mit der Soße. Und wie gesagt, es ist halt dadurch sehr saftig. Das Fleisch ist schon vorher fertig gemacht, war die ganze Zeit gerade so bei der Zubereitung mit dabei. Das Einzige, was ich sage, war nochmal in der Fritteuse, war das Halloumi. Aber durch die Soßen und dieses, also ich mag wirklich dieses Toast, ne, schmeckt das wirklich sehr gut. Ne. Wir haben hier noch quasi Soßen mit dabei. Wie gesagt, wir haben heute echt noch 3 Spots, also viel vor uns. So seht ihr zum Beispiel dann wieder das Beef auch aus. Ne? Das ist mit Beef und Chicken quasi gemischt. Auch da beißen wir zusammen rein. Die Soßen sind alles die gleichen, sage ich mal. 3 verschiedene sind mit drin. Auch da beißen wir rein. Also ich muss euch ehrlicherweise sagen, man hat so einen leichten, ich will gar nicht sagen Schärfegeschmack, aber es ist schon sehr, sehr würzig. Ne? Also es gibt auf jeden Fall... Ich habe tatsächlich gerade mal so einen Kunden oder ein paar Kunden, die gefragt haben, wie es aussieht, ne? Ob man schon mal was gegessen hat hier. Meinte, Beef ist so Favorite. Ich muss tatsächlich jetzt auch sagen, so nach dem ersten Biff ein Chicken Beef war für mich jetzt auch so der Beef vom Geschmack her, weil das hat halt nochmal so eine gewisse Würze mit dabei. Ein bisschen besser. Ich bin aber jetzt zum Halloumi gespannt, was ich halt auch richtig geil finde. Es ist auch so richtig schönes, weiches Wrap-Brot, sage ich mal. Ne? Schön dünn. Das heißt, da hat man wirklich vom Inhalt viel mehr, aber schon sehr, sehr mächtig. Ne? Mit den Soßen und so, viel mit Pommes gearbeitet. Ne? Also, ihr seht es auch hier, wenn man es so rausdrückt, ne? Hier kommt so richtig, sage ich mal, die Soßen und der ganze Belag mit zu. Also, da ist schon mal was schnell für mit auf die Hand und mächtig. Probieren jetzt mal Halloumi, Käse, frittiert. Also, ich sag euch ganz ehrlich, ne? Die Halloumi-Variante ist ja jetzt durch diesen Grill frittierten Käse, diese vegetarische Variante,
Dadurch, dass hier aber Eisbergsalat und Tomaten noch mit drin sind, hat das definitiv nochmal so einen, ich sag mal, so ein bisschen was Knackiges, ne? Also, das hat schon gut geschmeckt mit diesem Käse. Ne? Ihr seht hier so schön, wie gesagt, so ein bisschen Halloumi, schön diesen Käse mit dazu, ne? Ich würde sagen, damit haben wir die ersten Bissen soweit durch. Ich werde noch ein bisschen, sage ich mal, mit den Soßen ein bisschen rumspielen. Und ja, dann schauen wir mal, wo das Ganze hier endet, wie es weitergeht. Und falls ich hier irgendwelche Soßen habe, die wirklich herausstechen, dann sage ich euch natürlich Bescheid. So Leute, wir haben jetzt alle Soßen soweit probiert. Wir haben alle French Tacos soweit durch. Was ich definitiv sage, für mich diese Andalusien-Soße, das war mit die beste. Wie gesagt, wir haben 5 verschiedene. Das war noch so ein bisschen mit Aioli dazu. Cheese war noch mit dabei. Wie gesagt, alles so mal ein bisschen durchprobiert, reingedippt, ne? Zu viel geht auch nicht, ansonsten wird schwierig gleich. Ihr seht es ja hier, ne, mit den Tacos schon, ne, immerhin mal das gleich, 3 große Brummer direkt. Auch hier, sage ich ganz ehrlich, mit dem Grillkäse, das hat natürlich was. Ne, mit diesem Halloumi, mit dem Eisbergsalat, Tomaten war für mich super frisch. Ich bleibe aber dabei, für mich dieses Beef Chicken war für mich so das, was am besten herausgestochen hat. Also ich muss wirklich sagen, Beef war mein Favorite mit dieser Andalusien-Soße. Die habt ihr hier schon im Taco drin. 3 verschiedene Soßen mit dabei, unter anderem die. Und das Ganze hier, ich sag mal, noch ein bisschen mit dazu dippen, hier drauf machen und dann kombiniert. Das Ganze war schon wirklich bombastisch. Damit würde ich sagen, räumen wir auf, machen uns sauber. Und bevor wir zu einem kleinen Endfazit kommen, denn das war schon gut, hat mir schon wirklich gut geschmeckt, auch wenn es, ich sag mal, klassisch Fastfood ist, kommen wir jetzt zu den mexikanischen Tacos und sehen uns gleich bei der nächsten Station in einer anderen deutschen Stadt wieder mit mexikanischen Tacos. Wir sind ein bisschen rumgereist. Jetzt sind wir in Dortmund. Von Münster bis nach Dortmund, knappe Stunde, 1,5 sind wir jetzt ein bisschen rumgereist. Deswegen auch fortgeschrittene Zeit. Wir sind bei Desi Taco. Ihr seht es, ganz anderer Charakter, Street Food Style. Ihr seht es, einfacher Food Truck und da kombiniert die mexikanische Taco-Küche mit der indischen Küche. Die 3 hinter uns, die das Ganze zubereiten, machen jetzt seit einem Jahr, ich sag mal so Fusion Kitchen in Bezug auf Tacos, also mexikanische und indische Tacos. Kombinierte Küche, das Ganze kann man auch to go bzw. sich nach Hause liefern lassen. Wir schauen natürlich, wie das im Vergleich jetzt zu den French Tacos gerade in Münster abschließt. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen ganz anderen Taco-Street-Food-Charakter wie noch vorhin und wir schauen, was die 3 jetzt hinter uns so zu bieten haben. Auf geht's zu Desi Taco. So Leute, ihr seht es, wir haben Platz genommen. Unsere Tacos habt ihr ja gerade auch gesehen. 3 Stück, das ist der sogenannte Taco-Mix, den es jetzt hier gibt. Ne? Kostet 12,50 € und dann bekommt ihr quasi 3 Tacos. Den Unterschied, den kann ich euch jetzt schon mal erklären. Zum einen haben wir das sogenannte Naan-Brot hier. Besteht ganz klassisch aus Weizen, nicht wie das typische Taco-Brot, eher so ein bisschen mit Mais. Und, wie ich ja schon eben sagte, die indische Küche. Wir haben einen, ich sag mal, Kichererbsen-Curry mit dabei. Dann haben wir das sogenannte Desi-Chicken und ganz klassisch Butter Chicken. 3 verschiedene Tacos, indisch, ne, trifft auf, ich sag mal, den mexikanischen Taco. Ne, dazu eine Minzsoße mit dabei und ein bisschen Knoblauch und eine sogenannte, ich sag mal, ein geheimes Pulver mit dazu. Ganz einfach, klassisch Street Food, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ne, auch jetzt so das Umfeld mit dazu. Und damit würde ich sagen, testen wir das Ganze. So. Wir beginnen mit unseren Kichererbsen. Es sieht schon wirklich gut aus. Ne? Vor allem jetzt auch hier bei der Kälte. Tut, glaube ich, gerade der erste Bissen immer richtig gut. Was auf jeden Fall schon mal richtig geil ist, vor allem auf unserem Kanal, dass es schön hier, ich sag mal, so ein bisschen rauskommt, rausläuft, ne? Gar nicht zu matschig ist, weil man hat gesagt, ne, man macht gar nicht zu viel Soße drauf, damit eher, ich sag mal, der typische Taco-Geschmack und auch jetzt, ich sag mal jetzt wie hier zum Beispiel von den Kichererbsen mit dabei ist. War schon richtig lecker. Ist einfach auch ein ganz anderer Unterschied zu den klassischen bzw. zu den French Tacos, die wir gerade hatten. Aber ich glaube, das trifft schon fast eher meinen Geschmack, weil es, ich sag mal, einfach auch mehr würziger ist. Ne? Wir kommen jetzt zum sogenannten Desi Chicken. Das ist unser mittlerer Taco. Wie gesagt, die 3 gibt es im Mix zusammen. Und auch den probieren wir mal. Die gleiche Soße, wie gesagt, es ändert sich eigentlich jetzt nur, ich sag mal so, von der Füllung her, was jetzt, wie gesagt, das Butter Chicken, Desi Chicken und Kichererbsen angeht. Ansonsten werden die Tacos alle gleich zubereitet. Probieren wir. Wie ich ja bereits eben von erwähnte, das Desi Chicken, ne, ist, ich sag mal, hat noch ein bisschen anders gewürzt und da sind wir einfach so, es ist eine leichte Schärfe mit dabei. Also, ich sag's ja immer wieder, man kann schon wirklich gut scharf essen.
Und man schmeckt hier wirklich, ich sag mal, diese Schärfe auch so ein bisschen aus der indischen Küche. Hier wurde gerade gefragt, ey, du kannst auch noch eine spezielle Soße oder nochmal eine Soße noch mal schärfer haben. Aber ich muss sagen, es reicht tatsächlich, weil ansonsten nimmt es vielleicht auch zu sehr den Geschmack. Obwohl ich wirklich immer richtig gerne scharf, dann kombiniert auch mit Knoblauch mag, ne? Ist es wirklich schon, also den würde ich jetzt gerade bevorzugen zu den Kichererbsen, sage ich mal. Aber wir haben ja noch den Butter Chicken. Fire Chicken sowieso, gerade auch so in Tacos oder so. Ich sag mal jetzt im Döner, auch wenn es jetzt was anderes ist, bin ich auch der Chicken-Fan, ne? Es fällt schon überall raus, auch ihr seht da, ne? Könnte von der Soße jetzt ja auch ein geiler Style sein. Probier mal Butter Chicken. Beim Butter Chicken ist es wirklich so, ne, dass man sagen kann, man schmeckt so ein bisschen diese, ja, ich sag mal, diesen leichten Chicken-Geschmack mit so einer milderen Note herauskommt. Es ist meiner Meinung nach vom Geschmack her intensiver, aber mir schmeckt, glaube ich, wirklich, ich sag mal, diese Desi Chicken ein bisschen besser, weil ich es wirklich einfach auch mit so einer leichten Schärfenote einfach mag, ne? Das favorisiere ich einfach persönlich. Wie gesagt, Kichererbsen ist okay, wäre jetzt definitiv nicht mein Favorite, aber dieses Butter Chicken und definitiv jetzt auch, sage ich mal, das Desi Chicken mit dieser Schärfenote, das hat schon was bei der Kälte. Machen uns jetzt gleich hier noch die schöne Cola Zero mit dazu auf und nehmen davon nochmal einen Schluck. Und dann werden wir noch das eine oder andere natürlich testen und uns danach natürlich wieder. Ich lasse mir gut gehen, definitiv. Das schmeckt schon geil. So Leute, wir haben uns ein bisschen sauber gemacht, machen den Tisch hier auch noch mal ein bisschen sauber, ne? Lassen es genauso, wie wir es auch vorgefunden haben, sehr sauber, kann ich anders sagen. Also ist schon Top-Zustand hier. Und die beiden jetzt noch, wie gesagt, einer hat schon verabschiedet. Die rackern sich echt hier bei der Kälte den Arsch ab, sage ich mal. Also schaut gerne mal hier vorbei. Kriegt von mir wirklich eine absolute Empfehlung. Mir hat es wirklich richtig gut geschmeckt. Ich würde schon wirklich sagen, wenn es euch vielleicht jetzt gerade zu kalt ist, dann wartet vielleicht noch mal ein bisschen, weil ich glaube, das muss man einfach auch live erleben, ne? Weil es dann einfach frischer schmeckt, wenn man anstatt sich das vielleicht liefern lässt, kann man ja beim zweiten, dritten Mal vielleicht machen. Aber ich glaube, gerade wenn man das Ganze mal testen möchte zum ersten Mal, wie frisch das schmeckt, ne? Denn die machen auch das Brot jeden Tag frisch. Jeden Morgen wird das Brot frisch gemacht und damit hier hingebracht. Früher hat man es sogar selber hier gemacht. Mittlerweile macht man es vorab morgens und nimmt das Ganze mit. Und meiner Meinung nach schmeckt man auch diese Frische der Zutaten. Ne? Wenn ich das jetzt zum Beispiel mit unserer Neueröffnung von vergleiche, ne, mit den French Tacos, da hat man so ein bisschen meiner Meinung nach auch gemerkt, dass es eher so in dieses klassische Fastfood reingeht, was gar kein Thema ist. Im Gegenteil, es hat gut geschmeckt. Aber hier merkt man einfach so diese Liebe, diese Hingabe mit diesem Streetfood-Charakter. Hat mich persönlich völlig überzeugt, auch wenn ich in aus Düsseldorf komme. Aber wenn ich nach Dortmund mal wieder komme, werde ich definitiv hier bei Desi Taco mal wieder vorbeischauen. Hat richtig Spaß gemacht, Lust auf mehr. Und damit sehen wir uns natürlich gleich noch bei Station Nummer 3 wieder. Die Taco-Reise durch Deutschland geht noch weiter. Ich wärme mich ein bisschen auf und dann sehen wir uns in 3, 2, 1 wieder. Fortgeschrittene Zeit, aber wir sind zurück in Düsseldorf. Das heißt, wir haben jetzt ein sogenanntes Heimspiel. Wir sind bei Taco Range. Das Ganze ist jetzt also im Gegensatz zu einer Neueröffnung Streetfood-Style altbewährtes, denn den Laden gibt es jetzt schon 7 Jahre und das merkt man auch beim Arbeitsprozess. Ich habe mir das Ganze gerade schon mal drin angeschaut. Ihr könnt euch das wirklich, ich sag mal, wie so einen klassischen, Anführungsstrichen, Fastfood-Laden vorstellen. Man bestellt am Terminal, man bestellt, kann auch an der Kasse bestellen. Ne, das Ganze wird dann quasi vorbereitet. Ich sag mal, wie bei McDonald's in diese verschiedenen Regale. Da kommen dann die Tacos raus, die Burritos raus und so ist auch das Angebot. Ne? Also es gibt hier Burritos, Quesadillas, Soft Tacos, Crispy Tacos, Double Tacos, ne? Also Crispy und Soft und das Angebot ist so vielfältig. Das heißt, hier kommt wirklich richtig mexikanische Küche auf den Fastfood-Style zurück und dementsprechend haben wir jetzt mal eine ganz andere Variante. Wir schauen natürlich jetzt, ob, ich sag mal, altbewährtes, Produktivität und natürlich auch Marge trotzdem überzeugen kann im Gegensatz zu Streetfood-Style und natürlich Neueröffnungen. Ich bin gespannt. Ich habe von, wie gesagt, Taco Range viel Gutes gehört, war selber noch nicht hier. Und ich würde sagen, bevor wir uns noch hier einen abfrieren, gehen wir rein und schauen jetzt auch mal, was unser letzter Standort in Düsseldorf zu bieten hat. So Leute, damit ist es soweit. Ihr seht Station Nummer 3 und damit unsere letzte Station für heute. Taco Ranges hart aufgetischt. Auch hier konzentrieren wir uns natürlich größtenteils auf Tacos, aber auch hier, das Angebot ist einfach größer, ne? Das muss man schon sagen. Es gibt hier die sogenannten Tenders, die wollte man einfach hier so ein bisschen mit zeigen, diese Chicken Tenders, weil die relativ neu sind und wohl sehr, sehr gut ankommen. Zeigt natürlich auch einfach diese breite Palette, muss man einfach auch ganz klar sagen, ne? Dazu haben wir 3 Dips dazu bekommen, ist quasi Guacamole, ganz klassisch mit Tomaten, dazu noch ein Käsedip dazu und noch, ich sag mal, so eine Art Salsa-Dip mit dabei. Dann kommen wir zu den Tacos.
Die gibt es ja, das habe ich vorhin ja euch schon mal erzählt, hier unterschiedlich soft, crispy, dementsprechend auch hier mit einer Weizentortilla oder das Crispy halt mit so einer Mais-Tortilla. Was ich euch sagen kann, ich habe es nämlich rechts neben mir, es gibt das sogenannte Pulled Beef. Das wird 18 Stunden gegart und das haben wir quasi hier in einem Taco. In dem anderen befindet sich Beef und in dem anderen halt Chicken. Also auch hier 3 verschiedene Sachen. Das Brot wird nicht wie hier zum Beispiel jetzt von einem Streetfood-Charakter täglich frisch gemacht, sondern man hat quasi einen eigenen Bäcker in Arkenwohl, der quasi das mexikanische Brot herstellt. Also quasi auch frisch, aber natürlich jetzt nicht so, sage ich mal, frisch, in Anführungsstrichen, wie es vielleicht jetzt beim Streetfood-Style-Charakter ist. Hat natürlich auch eine ganz andere Größe, brauchen wir nicht überreden. Der Laden ist proppevoll. Wir sitzen, glaube ich, 30, 40 Leute so, ne? Plus Takeaway und alles so. Ne? Kann natürlich auch an Düsseldorf selbst liegen, aber es ist schon riesig. Dann kommen wir zu den sogenannten Ranches. Man konzentriert sich hier so ein bisschen auf diesen mexikanischen, amerikanischen Style, also nicht indisch. Ne? Ich habe schon ein bisschen gefragt, die sehen so ein bisschen wie diese French Tacos aus, sind es aber nicht. Ist quasi wirklich amerikanischer Style, so ein bisschen Taco Bell konzentriert man sich. Ich denke mal, sagt vielleicht auch von was vielen. Ne? Und dann mit so einer schönen Soße hier so mit dabei. Ne? Auch hier sehe ich Chicken dazu. Und eins kann ich euch sagen, auch nach so viel Tacos schon, das habe ich Bock zu testen und das machen wir jetzt. So, ich würde sagen, wir fangen mit den Ranches an. So sieht's aus, ne? Ihr seht, es sieht wirklich, es fühlt sich auch so ein bisschen, es fühlt sich wirklich wie diese, ich sag mal, French Tacos an. Soll aber ganz anders schmecken. Ne? Auch hier kommt, ich sag mal jetzt schon so die Soße raus. Ist keine Pommes, nichts drin. Also wirklich amerikanisch Style so, ne? Probieren wir, ob die Qualität auch das verspricht. Ich sag euch ganz ehrlich, da ist Käsesoße mit dabei. Schmeckt man sofort. Das Chicken, Eisbergsalat, Tomate, das hatte ich ja vorhin gesagt. Das hat mir zum Beispiel bei Taco Brothers, bei dem mit Käse richtig, richtig gut geschmeckt. Hat mir bei den anderen gefehlt. Vielleicht Taco Brothers, ne, wenn Sie das Video schauen, wäre für mich eine Empfehlung. Schmeckt für mich noch mal knackiger. Würde ich vielleicht auch in das Chicken und mit Beef reinnehmen. War richtig, richtig gut. Wie gesagt, haben noch gleich eine zweite Hälfte dazu. Ich würde sagen, wir kommen dann jetzt mal, ja, gehen wir erstmal zu den Chicken Tenders. Haben uns jetzt alle Dips dazu aufgemacht. Probieren das erste mal so. Muss ich euch ehrlicherweise sagen, war nicht meins. Fand ich geschmacklich nicht gut. Panada hat mir nicht geschmeckt. Das Hähnchen fand ich jetzt auch nicht unbedingt, sag ich mal, weich. Probieren das mal mit der ersten Käsesoße. Tu mal was. Ich würde sagen, wir sind hier auf dem Kanal, mal mehr Käsesoße drauf. Auch das muss ich sagen, die Käsesoße schmeckt schon gut. Ist die gleiche Käsesoße, die in diesen Ranges drin ist. Aber ich glaube einfach, das Chicken Tender ist es nicht. Ne? Wir gehen jetzt mal in die andere Soße hier rein. Auch hier nehmen wir uns ein ordentliches Stück. Hat schon mal viel, viel besser geschmeckt, weil das diese schöne Salsa-Soße ist. War richtig lecker. Also das war richtig, richtig gut. Die Soße schmeckt top. Die Tenders überzeugen mich nicht. Gehen jetzt mal mit dem letzten Tender schön in die Guacamole rein. Ne, nehmen uns auch hier ein richtig geiles Guacamole. Ich liebe Avocado. Guacamole dann sowieso. Ja, Leute, ich bleib dabei. Die Dips sind gut. Die Ranges waren gut. Aber die Tenders, muss ich sagen, die hauen mich nicht weg. Ich hoffe, die Tacos können überzeugen, denn das ist immer das, worauf es jetzt ankommt. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal den Crispy. Der lacht mich nämlich hier 2 Gramm. Das müsste sogar der mit dem Pulled Beef, sehe ich gerade. Sondern Pulled Beef ist hier vorne schön mit Coleslaw, also Sauerkraut. Nehmen jetzt mal den ersten. Sieht schon top aus, ne? Aber normalerweise bin ich nicht der Crispy-Fan. Aber wir haben jetzt hier Chicken, wie ich sehe. Probier mal. Also es bleibt dabei. Ich bin, was Taco angeht, einfach der Fan, wenn es soft ist. Es gibt ja diese Double-Funktion, beziehungsweise doppelt haben die ja auch. Ich glaube, wir haben jetzt aber keinen dabei. Müssen wir vielleicht mal anderweitig testen. Aber hier haben wir jetzt schöne Tomaten. Schmeckt super frisch, ne? Da gibt es nichts. Auch mit dem Eisbeersalat, Tomaten dazu schmeckt wirklich gut. Aber er kam bei weitem jetzt nicht gerade, ich sag mal, den Streetfood-Style von vorhin ran, muss ich schon sagen. Das war ein anderer frische Charakter. Ne? Wir haben jetzt noch einen weiteren hier, das dürfte der, ich sag mal, mit Beef sein. Genau, wir haben jetzt hier Beef, auch wieder crispy. Hat mir persönlich jetzt schon mal besser geschmeckt als das Chicken, ne, weil es auch würziger ist. Hatte ich ja vorhin, als wir bei Taco Brothers in Münster waren, genauso. Muss aber auch hier sagen, hat mich geschmacklich jetzt nicht umgehauen. Ich hoffe, das tut jetzt wirklich hier unser Soft Taco mit dem schönen Pulled Beef. 18 Stunden geschmort. Es fühlt sich schon ganz anders an. Ne? Also, ich weiß nicht, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Muss ein Taco oder feiert ihr Taco mehr als Soft? Oder wirklich jetzt, ich sag mal, in dieser Hard Crispy Variante. Stand jetzt und auch vorher, ich bin der Softe. Sage ich ganz ehrlich, ich bin der Softe. Das Ding sieht schon anders aus, fühlt sich anders an. Ich hoffe, es schmeckt noch besser.
Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ne, es sieht schon richtig, richtig top aus, ne, auch wenn wir uns so mal ein bisschen aufmachen. Man sieht so richtig dieses Pulled Beef, das schmeckt gut. Ich bleib dabei. Es kommt für mich, was jetzt, ich sag mal, den Taco-Geschmack angeht, nicht an die, ich sag mal, Street Food Kitchen Indisch Style vorhin von Desi Taco dran. Vom frischen Charakter her, sage ich euch ganz ehrlich, war das für mich eine andere Hausnummer. Diese Ranges, top für mich, schmecken top, die würde ich mir jederzeit jetzt hier wiederholen. Tenders, absolut für mich jetzt persönlich, wenn ich irgendwo Chicken geil frittiert essen gehen möchte, würde ich es definitiv woanders machen, nicht meins. Die Dips, top. Also, Stand jetzt würde ich sagen, das Softbar mit dem Pulled Beef schmeckt gut. Das kann man sich allein wegen dem Pulled Beef mal in so einem Taco, glaube ich, gut bestellen. Vor allem mit dem Krautsalat. Die Dips gut. Range ist absolute Empfehlung, meiner Meinung nach. Schmecken hier mit am besten. Ja, damit würde ich sagen, lass uns noch ein bisschen gut gehen. Ein bisschen essen wir noch und dann kommen wir natürlich zum Abschluss noch fürs heutige Video. So Leute, damit kommen wir natürlich zum Abschluss des Videos. Wir kommen noch mal ganz kurz auf die Preise, denn die sind natürlich auch noch mal interessant hier. Dieses Range, ne, das kriegt ihr natürlich auch alles einzeln ohne Menü. Das würde jetzt hier in der Einzelpreisvariante 9,99 € kosten. Das gibt es auch als Little Range, dann kostet es ein paar Euro weniger. Sind wir in ähnlichen Preisregionen, wie wir zum Beispiel jetzt auch bei Taco Brothers waren. Da waren wir auch bei 9 € bei Beef und Chicken und das Käse war dann halt bei 8 €. Wenn wir uns jetzt quasi auf die Tacos konzentrieren, dann sind wir so, je nachdem ob crunchy oder soft, ist relativ gleich bei 3,29 € und dann aufwärts. Und wenn ihr das in diesem Double-Style nehmt, seid ihr dann bei 3,99 €. Ne? Also wenn man dann auch 3 Tacos nimmt, wie wir es vorhin hatten, auch bei Desi Taco, ne, mal 3, sind wir dann auch so um die 12 €. So war es ja drüben genauso. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, wenn wir uns jetzt nur auf Tacos konzentrieren, ne, haben mir wirklich die Tacos bei Desi Taco am besten geschmeckt. Super frisch gewesen, sehr vielfältig, sehr würzig, klein, keine klassischen mexikanischen Tacos, sondern wirklich verändert und, wie sie mir sagten, auch einzigartig. Wie gesagt, geschmacklich für mich wirklich ein absolutes Brett. Würde dem Ganzen eine 8 von 10 geben. Bei Taco Range muss man einfach, sage ich jetzt mal, das große Angebot einfach berücksichtigen, denn die haben, wie gesagt, vom Burritos über Quesadillas, über die Tacos in Soft, Crispy und dann auch in Double und jetzt auch das Range mit dem Pulled Beef. Also ich muss wirklich sagen, das Angebot ist hier einfach so vielfältig, was für mich das Ganze hervorhebt. Geschmacklich, jetzt insgesamt, ne, würde ich dem Ganzen eine 7 von 10 geben und genauso rankt sich meiner Meinung nach auch Taco Brothers mit einer 7 von 10 ein. Auch da würde ich einfach sagen, konzentriert man sich auf andere Tacos, die French Tacos, die dementsprechend aus Frankreich kommen, ne, jetzt nichts weniger mit der klassischen mexikanischen Küche zu tun haben, aber trotzdem dementsprechend, ich sag mal, was für sich haben. Und damit würde ich sagen, sind wir durch für heute. 3 verschiedene Spots in Deutschland, NRW, was Tacos angeht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Favorit wäre. Steht ihr mehr auf French Tacos? Steht ihr mehr, ich sag mal jetzt, auf diesen indischen Style Street Food Kitchen oder wirklich, ich sag mal, so wie jetzt hier, ich sag mal, eher Richtung Fast Food Taco Style, schnell, ne, und richtig geil mit Jungs hier zusammensitzen, mit vielen Leuten und auch viel Angebot. Dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch vielleicht am besten gefallen hat oder wo ihr vielleicht auch schon mal wart. Und damit sind wir wirklich zum Ende des Videos angekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne den Kanal abonnieren. Wir machen natürlich noch viel, viel mehr und checkt auch gerne den Hauptkanal ab. Ich blende euch die Kanäle hier mal ein, denn da machen wir natürlich epische Food Challenge und ich würde sagen, nach dem heutigen Video habe ich richtig, richtig Bock auf eine Taco Food Challenge. Aus Dach könnt ihr ja gerne mal schreiben. Habt ihr Bock auf eine epische Taco Food Challenge? Wie viele Tacos können wir essen? Dann müssen wir uns mal einen geilen Taco Food Spot aussuchen. Vielleicht fahren wir ja wirklich nach Dortmund nochmal und machen dann eine epische Taco Food Challenge. Oder ihr habt ja einen Taco Food Spot, wo ihr sagt, ey, da gibt es richtig geile Food Tacos Big M. Da musst du eine epische Food Challenge machen. 100 Tacos. Wer weiß, was die Benchmark mal sein wird. Also, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Big M oder unserem Zweitkanal wie heute Big M TV. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.